Zero-Motorräder kommen mit einer App, was sie kann, wofür man sie braucht und was vielleicht besser geht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Die Zero ist das erste Motorrad, was ich habe, was eine eigene App mitbringt. Und die App ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich zeige euch heute, wie man die App installiert, mit dem Motorrad verbindet und was man damit machen kann. Zuallererst, jetzt am Beispiel eines iPhones, in den App Store rein, die Zero Motorcycles App auswählen. Es gibt zwei davon, eine für die SDS und XMX Modelle und das andere für die SRS und SRF Modelle. Wählt die richtige. Ich habe hier eine DSR, also ein SDS Modell, und dementsprechend muss ich auch die entsprechende App runterladen. Ist geschehen. Ich öffne die App und als erstes muss ich auswählen, was für ein Motorrad habe ich. Ich habe eine DSR. Danach die App mit dem Motorrad verbinden. Dazu müssen wir die Zündung einschalten. Beim iPhone passiert das in den Systemeinstellungen, Bluetooth. Dazu müssen wir die Maschine erstmal einschalten. Der Seitenständer muss draußen sein und der Startknopf auf Aus. Dann drücken wir lange den Mode-Knopf. Und wir sehen im Display, das Bluetooth-Symbol fängt an zu blinken. Die Maschine kann gefunden werden. Jawohl, Zero Motorcycles, die letzten 5 Nummern sind die letzten Nummern der Fahrgestellnummer. 14042 in diesem Fall. Dann verbinden. Und verbunden. Dann fragt die App, ob sie kommunizieren darf und die Verbindung ist hergestellt. Auf Einstellungen drücken. Alles, was jetzt passiert, funktioniert nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist, beziehungsweise wenn die Maschine lädt und ein Handy mit ihr verbunden ist, weil sie dann das Bluetooth noch angeschlossen hat. Wir haben die Menüzeile. Dort steht unter Bluetooth-Konnektivität auch nochmal der Hinweis, wie verbinde ich es. Wie gesagt, Android verbindet aus der App. iPhone, iOS muss aus dem Setup-Menü den Bluetooth verbinden. Als nächstes haben wir den Punkt Ereignisprotokolle mailen. Das wird ein anderes Video werden, in dem wir uns mit diesen Ereignisprotokollen beschäftigen. An dieser Stelle Tipp: Abonniert den Kanal, dann werdet ihr informiert, wenn ich weitere Videos hochlade, wie das zum Beispiel oder was noch geplant ist. Worauf muss ich achten, wenn ich ein Elektromotorrad gebraucht kaufe. Dann haben wir den Hinweis über diese App. Da kriegen wir die aktuelle Version und zu guter Letzt die Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren. So, Firmware. Aktuelle Firmware-Version wird abgefragt. Neueste Firmware ist vorhanden. Dementsprechend brauchen wir auch nichts Neues ausspielen. Dann im Menü selber sehen wir, dass die Maschine gerade lädt, dass sie 66% geladen ist, 3 Stunden 31 braucht es zum Vollladen. Interessant sind auch die Fahrdaten, die durchschnittlichen Wattstunden pro Meile. Ja, das Ganze ist eine US-App. Die verbrauchten Kilowattstunden insgesamt und auch die reduzierten CO2-Emissionen gegen Benzin. Der Batteriestatus als solches zeigt Informationen zu den Batterien, welchen Ladestrom, im Augenblick sind es 11 Ampere mit einer Ladeleistung von 1170 Watt, zeigt die Zellbalance
Die ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr so ein Fahrzeug gebraucht kauft. Schaut euch die an. Interessant auch, wie viel Kilowattstunden sind insgesamt verbraucht worden. Das müsste dann ungefähr mit der Laufleistung des Fahrzeuges korrespondieren. Wo steht der Akkustand, wie viel Ladezyklen? Die Leistung sagt, wie viel Kilometer ist die Maschine gelaufen seit dem letzten Mal Vollladen. Wie viele Kilowattstunden sind seitdem verbraucht? In diesem Fall sind es gerade 18 Kilowattstunden. Warum 18 Kilowattstunden, wenn nur 14,4 sind hier in den Akku reinpassen? Nun, ich habe mehrfach nicht vollgeladen, sondern immer wieder nur bis 70–80%, weil man auch nicht zu häufig vollladen muss. Zu guter Letzt dann die Konfiguration des Fahrbildschirms. Ihr könnt die App nämlich sozusagen als zweites Armaturenbrett nehmen. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie ihr das Ganze aufspannt. Im Breitmodus sieht es dann so aus. Genauso, wenn ihr das Telefon hochkant nehmt, sieht das Ganze so aus. Die Möglichkeiten, was ihr euch anzeigen lassen könnt, sind unterschiedlich. Ihr habt einen Tageskilometer, den Ladezustand, Drehmoment, Geschwindigkeit, Kilowatt aus dem Akku. Ihr habt auch die Möglichkeit abzufragen, wie viel Ampere zieht der Motor, wie viel Kilowatt gibt der Akku, wie viel Ampere fließen aus dem Akku, Temperatur des Motors, die Controller-Temperatur, die Temperatur des Akkus selber, eine Uhr, verbleibende Reichweite und verbleibende Fahrzeit. Ich habe mir eingestellt den Tageskilometerzähler, das heißt, wie viel Kilometer bin ich seit der ersten Ladung gefahren, seit der letzten Vollladung gefahren, die Motortemperatur, die Controller-Temperatur und die Akkutemperatur. Das sind nämlich Daten, die ich nicht über das Cockpit kriege. Genauso wie das, welches Drehmoment habe ich gerade. Alternativ lässt sich natürlich auch reinladen, wie wird der Akku gerade geh- oder entladen. Das Telefon hat bei mir den Platz am Cockpit und dieser Fahrbildschirm erscheint nur dann, wenn der Seitenständer eingeklappt ist und der Killschalter auf 1 steht, dann geht das Ganze gleich in den Cockpit-Modus. Während die Maschine lädt, versucht sie nochmal mit Bluetooth Kontakt mit dem Handy aufzunehmen. Wenn man dann in der Nähe ist, dann bekommt man auch die Daten auf das Handy. Sprich, dann kann man den Ladevorgang mit überwachen. Was gibt es noch? Es gibt auch die benutzerdefinierte Fahrkonfiguration. Damit kann ich die Eigenschaften des Custom-Modus, einer von den 3 Fahrmodi, wir haben Eco, Custom und Sport. Eco ist vorbelegt, Sport ist vorbelegt, aber der Custom-Modus, wie der Name schon sagt, den kann ich selber anpassen. Ich kann wählen die Höchstgeschwindigkeit, die ich setzen möchte, mindestens 97, maximal 177, wobei eher theoretisch, die Maschine fährt nur 165. Das Drehmoment, die Regenerationsrate, wenn ich das Gas zumache, und die Regenerationsrate, wenn ich bremse. Wird ausgelöst durch den kleinen Schalter, zum Beispiel am Bremsschalter, der das Bremslicht hinten einschaltet, ein- und ausschaltet. Wie sich das Ganze während der Fahrt auswirkt, das zeige ich euch jetzt. Als erstes mal den Killschalter, dann in die Einstellung. Fahrkonfiguration. Und ich drehe mal
Und ich drehe mal das Drehmoment auf 0 runter. Mal sehen, was passiert. So, wieder einschalten. In den Custom-Modus. Und los geht's. Oh, ich habe das Gas voll aufgedreht. Es geht voran. Es geht ein bisschen voran. Also 0% sind das zwar nicht. Aber es ist auch nicht wirklich üppig. Dann gehen wir mal auf 50%. 50. Und ja, passiert schon ein bisschen mehr. Bei 84 Foot-Pound scheint hier Ende zu sein. So, wieder ausgeschaltet. Einstellungen. Jetzt gehe ich auf 100%. Setze die Höchstgeschwindigkeit aber auf 97. Ins Dashboard. Und los geht's. Na, wo bleibt er denn? Jawohl. Und regelt ab bei 97. Gehen nochmal runter und 151 Foot-Pound. Das machen wir gleich nochmal. So, also Höchstgeschwindigkeit ist auf 97, Drehmoment auf 100% und los geht's. Offensichtlich braucht er ein bisschen. Ich habe das Gas übrigens nicht zurückgenommen. Bei 133 war Schluss und dann hat er wieder zurückgeregelt. Ja, hier ist Ende. Jetzt kommt die Frage, wie hast du deinen Kastenmodus eingestellt, wie fährst du? Nun, ganz einfach. Ich habe alles auf 100% gesetzt. 100% die Geschwindigkeit, 100% das Drehmoment, 100% Regeneration und 100% Regeneration beim Bremsen. Ich habe es halt ganz gerne, wenn ich so ein bisschen was wie eine Motorbremse habe. Auch wenn ich die voll nehme, gibt das immer noch eine einigermaßen schwache Motorbremse ab. Ich habe Maschinen gehabt, die hatten stärkere. Andere fahren gerne
ohne Regeneration beim Gas wegnehmen, damit Sie segeln können. Jedem das eine. Jeder, wie er damit klarkommt. Mir gefällt es am besten, wenn ich wirklich voll regeneriere. Habt ihr es gesehen? Beim 100% Drehmoment 155 Fußpfund. Ein Fußpfund sind 1,3 und ein paar zerquetschte Newtonmeter. Das würde bedeuten 200 Newtonmeter. Ich glaube, da stimmt was nicht. Die Maschine selber hat 146 Newtonmeter. Bisschen nehmen wir Toleranz, aber es sind keine 200. Ich nehme stark an, dass in der App irgendwas nicht stimmt in Bezug auf die Umrechnung. Das Drehmoment nehme ich mal wirklich in Newtonmeter und dann haut schon wieder hin. Was man sehr schön hat sehen können, ist, dass bei 50% etwa bei der Hälfte Schluss war. Das waren rund 80 Newtonmeter, die angezeigt wurden. Das war in Ordnung. Aber, und es geht noch besser, die App bietet die Möglichkeit zu vergleichen, was spare ich denn im Vergleich zu Benzin. Wenn ich jetzt aber versuche, irgendwas einzugeben, 1,51 zum Beispiel, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Warum? Nun, die amerikanische App mag kein Komma, die will einen Punkt haben, um zwischen den Dezimalstellen zu trennen. Ich habe mir also ein fucking Keyboard genommen, was ich zum Glück noch rumzuliegen hatte, und habe das dann mit der App mit dem Telefon gekoppelt. Moment. Ja. Und bin jetzt in der Lage, etwas einzugeben. Und wenn ich das tue, dann setzt er auf einmal einen komplett anderen Wert. Warum? Nun, ich habe mal geschaut, was er da macht. Er nimmt alles mal 3,78, was zufälligerweise genau die Anzahl der Liter in einer Gallone ist. Er rechnet also irgendwie wieder um in Gallonen. Deswegen das Beste, wenn man auf Englisch umschaltet, auf die imperialen Maße, dann sind wir bei ungefähr 6 Euro je Gallone. Der Verbrauch von 5,5 Litern, mit dem ich das vergleichen möchte, so viel nimmt der Tiger in der Stadt, sind dann rund 43 Meilen pro Gallone. Kosten pro Kilowattstunden kann ich dann auch noch eingeben. Wenn ich dann allerdings umschalte wieder auf metrische Maßeinheiten, dann zerschießt es mir wieder die Kosten pro Liter. Eigentlich müsste ich jetzt, wenn ich 1,55 haben will als Spritpreis, das geteilt durch 3,78. Das heißt, ich muss 41 Cent eingeben. Ja, ist mir schon gut. 0,41 und dann meckert er wieder. Oh nein, er macht's. 1,55. Hey, ich hab's geschafft. Dann kann er anschließend umrechnen. Und ich kann das Ganze vergleichen. Es ist nicht wirklich schön. Zero darf da bitte nochmal nachbessern. Die ganze Umrechnung imperial und metrisch funktioniert nicht. Man merkt halt, die App wurde von Amerikanern geschrieben für den amerikanischen Markt. Davon abgesehen ist die App sinnvoll, gibt einiges an Zusatzinformationen, gibt ein paar Unterschiede zwischen der Android und der Apple App. Mir steht nur Apple zur Verfügung, insofern kann ich zu Android nichts sagen. Bei Android gibt es allerdings auch noch ein privates Projekt, nennt sich Zero Spy, bietet umfangreichere weitere Möglichkeiten. Empfehle ich euch dringend, wenn ihr ein Android-Handy habt,
das anzugucken. Die spannendste Möglichkeit finde ich, den Ladezugang da aus der Ferne zu überwachen. Das heißt, ihr könnt euer Handy irgendwo in Reichweite des Motorrads lassen, vielleicht im Tankstaufach oder ein altes Handy irgendwo unter der Sitzbank verbauen, was per Bluetooth mit dem Motorrad verbunden bleibt, und könnt dann übers Netz aus der Ferne, wenn ihr im Restaurant sitzt oder wo auch immer, euch benachrichtigen lassen bei einem bestimmten Ladezustand, wenn es aufgehört hat zu laden. Ihr könnt den Ladezustand abfragen. Schaut euch das mal an. Zero Spy heißt das Ding. Privates Projekt. Ich muss sagen, ich bin neidisch, dass ich kein Android-Handy habe an der Stelle. Für den Moment soll es das gewesen sein. Es kommen weitere Videos. Eines der nächsten wird sich mit den Logfiles beschäftigen, beziehungsweise auch mit der Frage, was sollte ich beachten, wenn ich ein Elektromotorrad und insbesondere eine Zero gebraucht kaufe. Damit ihr das Video nicht verpasst, abonniert den Kanal, und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann gebt doch bitte auch noch ein Like. Das war's. Ich danke. Bis zum nächsten Mal.